Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir wieder den BMW 1er E87 bzw. E81. Baujahr 2008, 125 kW, 2 Liter Motor. Was wollen wir bei dem machen? Wie man sehen kann, wollen wir einmal die Bremsen austauschen. Und wichtig, wenn ihr die Bremsen austauscht, bei diesen BMW-Modellen gibt es die Möglichkeit, dass man die Bremsen quasi zurücksetzt. Deswegen meiner Meinung nach zu empfehlen, ja, kostengünstig ist es schwierig zu sagen, aber ihr benötigt einen Diagnosetester, zum Beispiel von Ottofix. Wenn ihr da Bock drauf habt, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Was benötigt ihr? Bremsscheiben, Bremsklötze. Wir verbauen von der Marke ATE zum Beispiel, jetzt heute bei dem Modell. Ihr braucht noch eine Verschleißanzeige, die liegt gerade woanders. Ja, Texter bzw. ATE, Dauerschmierstoff braucht ihr, eine Feile braucht ihr, um das gut sauber zu bekommen, sämtliches Werkzeug. Und wenn ihr Werkzeug benötigt, Kauflink auch unten in der Videobeschreibung von XXL Automotive, von dem Online-Shop mit 5% Rabatt, Vitja Wolf, könnt ihr dort shoppen und euch das Werkzeug organisieren, besorgen, bevor ihr an die Bremse dran geht. Ja, und wie man das Ganze austauschen kann, könnte, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, bevor ihr jetzt an die Bremse geht, müsst ihr am Bremsflüssigkeitsbehälter einmal den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, einmal hier den Deckel runternehmen, den Füllstand kontrollieren, entweder ein bisschen absaugen oder mit Lappen umlegen, weil wenn ihr jetzt an die Bremsen geht und den Kolben reindrückt, dann kommt Bremsflüssigkeit wieder in den Ausgleichsbehälter rein, könnte überlaufen, das ist natürlich nicht gut. Wenn es bei euch überläuft, mit Wasser das Ganze ausspülen, weil sonst löst sich Lack ab und. Das ist nicht gut. Die Bremsflüssigkeit könnt ihr nur mit Wasser abwaschen und ja, den Deckel entweder mit Lappen umlegen oder ein bisschen Bremsflüssigkeit absaugen. Und dann könnt ihr auch schon an die Bremse dran gehen. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode Vitja Wolf kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja Leute, was ist die Besonderheit an diesen Bremsen hinten? Wir haben die Verschleißanzeige, weil viele fragen dann, habe ich eine Verschleißanzeige oder 2 Verschleißanzeigen? Bei dem Modell hat man auf der Hinterachse eine Verschleißanzeige und vorne eine Verschleißanzeige. Hier befindet sie sich hinten rechts, eine Verschleißanzeige, die unbedingt neu machen. Warum? Weil sonst funktioniert der Reset nicht. Hier ist nämlich ein bestimmter Kabelwiderstand. Der ändert sich, wenn ihr einen neuen reinmacht und dadurch erkennt das Auto, aha, er hat die Bremsen wirklich neu gemacht. Durch die Verschleißanzeige, durch den Kabelwiderstand merkt er das.
Das bedeutet unbedingt das Ganze austauschen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und auch von einer vernünftigen Marke das Ganze einbauen. Das Kabel, weil sonst habt ihr dann Probleme, dass er das auch nicht zurücksetzt. Da gibt es nämlich die wildesten Sachen, dass man das Ganze nicht zurückgesetzt bekommt. Ja, deswegen wichtig, das Ganze auch vernünftig wechseln. Ich glaube, wir kriegen den so nicht ab. Deswegen zum Beispiel von ATE, Texta, TRW, am besten natürlich original, aber mit den in Klammern Zubehörmarken, ATE, Texta, TRW, hatte ich bis jetzt ja, selten mal Probleme gehabt, aber selten. Und von daher, die kann ich empfehlen. Was ist noch die Besonderheit hier? Wir haben die Bremsbacken in der Bremsscheibe drin. Das bedeutet, wir müssen die Handbremse auch einstellen, beziehungsweise lösen, wenn wir die Scheibe wechseln wollen. Und wie man das Ganze machen kann, zeige ich euch. Ja, wir machen jetzt erstmal die Verschleißanzeige ab mit einer 10er Nuss. Schrauben wir hier einmal die Verkleidung ab. Der Kasten für den Stecker befindet sich hinter der Radhausschale. Wenn ihr diese eine Kunststoffmutter hier abschraubt, dann kommt ihr da eigentlich ganz gut dran. Da sitzt einmal das Ganze. Da sitzt der Kollege, der Stecker. So, draufdrücken, abziehen das Ganze. Dann nehmen wir das Ganze schon mal ab. Jetzt können wir mit einem 6er Imbus das Ganze hier einmal lösen. Durch die Radnabe bzw. durch die Bremsscheibe, da sitzt ein Ritzel drin und da könnt ihr dran drehen, mit einer Taschenlampe reinleuchten, dann geht das. Und das müsst ihr dann jeweils entweder von oben nach unten drehen oder von unten nach oben. In dem Fall von oben nach unten und auf der anderen Seite andersrum. Ne, Quatsch. So, von unten nach oben auf der Seite. Ich zeige euch gleich das Ganze, wenn die Scheibe ab ist, dann könnt ihr da sehen, was man da genau machen muss. So, hier müssen wir von unten nach oben das Ganze lösen. Und nachher, zum Ende hin, zeige ich euch, wie man das Ganze auch noch richtig einstellt. Anschließend nehmen wir 15er Ringmaul, 13er Ringmaul. Einmal hier, einmal hier. Lösen. Und die andere Seite auch einmal lösen. Und können jetzt das Ganze einmal rauswackeln, raushebeln. So sieht das Ganze einmal aus. Ja, Verschleißanzeige hat schon fast berührt. Und können jetzt den Bremssattel einmal ausbauen. Wichtig, Bremssattel nicht auf dem Schlauch hängen lassen, sondern entweder mit einem Haken aufhängen oder hier oben einrasten. Und hier sehen wir dann auch die Bremsklötze. Die sind auch fest, wie wir hier sehen können. Und da ist nichts mehr drauf. Nicht mehr viel, beziehungsweise gar nichts. Hier schon ein bisschen besser. Aber dadurch, dass die halt so geklemmt haben, könnt ihr jetzt auch einmal sehen, da ist ein bisschen mehr, da ist weniger, weil die Seite auch fester war als die. Ja. Und wichtig zu beachten, es gibt hier eine Kolbenseite und eine, ja, die Gegenüberseite. Da ist die Fläche ein bisschen größer hier als hier. Deswegen wichtig darauf achten. Jetzt schrauben wir einmal die Gabel ab, damit wir die richtig schön sauber machen können. Hier sind auch Bleche dabei, beziehungsweise die alten Bleche,
Bei ATE sind neue Bleche dabei. Es gibt manche Lieferanten, da sind die Bleche nicht mit dabei. Dann müsst ihr die einmal gut sauber machen. Wir nehmen 16er Ring Maul. Lösen. Lösen. Da haben wir das Ganze auch ausgebaut. Und hier könnt ihr dann einmal das Zahnrad sehen, wo man dran drehen muss, um die Bremsbacken quasi bzw. zu spannen und zu lösen. Hier mit dem Schraubenzieher rein und dann quasi lösen und festziehen. Und dadurch stellen sich die Backen quasi ein. Und natürlich auch darauf achten, dass der Belag in Ordnung ist von den Bremsbacken. Auf der Seite ist es ganz gut, auf der anderen Seite ist es leider nicht mehr so gut. Und ja, dadurch könnt ihr das Ganze prüfen und euch überlegen, neu machen, nicht neu machen. Ja, Radnabe haben wir jetzt einmal sauber gemacht. Ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch, die Bremsgabel sauber zu machen, damit die Klötze sich hier schön hin und her bewegen können. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese Stellen schön sauber machen. Prüfen, dass bei euch die Führungsbolzen gängig sind, die Manschetten heile sind. Das Ganze hier muss gängig sein, das fetten wir auch. Die kann man abmachen. Das alte Fett weg, neues Fett drauf. Genauso auch hier. Schön prüfen, die müssen gleichgängig sein. Und das Ganze machen wir jetzt einmal sauber und dann zeige ich euch, wie das Ganze einmal aussehen kann. Und so kann das Ganze dann einmal sauber aussehen. Richtig schön entrostet mit Feile, Drahtbürste. Schön sauber machen. Das Ganze hier auch gefettet. Jetzt schmieren wir das Ganze, machen das Blech drauf, schmieren das Blech und dann geht es weiter. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, beim Bremssattel darauf zu achten, dass die Manschette heile ist, dass sie nicht irgendwo seitlich was rausdrückt und die Manschette einmal hochheben und gucken, dass der Kolben nicht stark verrostet ist auf der Lauffläche. Und dann sollten wir das Ganze schön zurückdrehen können. Hier bei BMW müssen wir den Kolben selber nicht drehen, wir können den einfach rein drücken. Also wir drehen hier an der Gewindestange schon, damit sich das weiter nach vorne bewegt. Aber bei VW und sämtlichen anderen, wo quasi Bremsseil mit reinkommt, da ist ein Gewinde drin. Hier haben wir die Handbremse mit dem Bremsbacken geregelt, aber es gibt ja Bremssättel an der Hinterachse, da wo ein Handbremsseil durchgeht, da ist dann ein Gewinde, da muss der Kolben reingedreht werden. Aber hier einfach das Ganze schön gleichgängig, wie ihr sehen könnt, das Ganze einfach zurückdrücken. Und das muss auch wirklich sehr, sehr leichtgängig sich reindrehen lassen, weil wenn das nämlich schwergängig geht, dann stimmt da irgendwas nicht. Zum Beispiel die Dichtung, die drin ist, oder der Kolben verrostet. Und ihr habt dann halt das Problem, wenn ihr das mit Gewalt reindreht, bringt das Ganze gar nichts, weil wenn ihr dann einmal bremst und die Klötze dann einmal rausfahren, dann haben die keine Chance mehr zurückzugehen und dadurch wird eure Bremse dann heiß, quietscht oder. Deswegen, das muss richtig schön gleichgängig reinzudrehen sein. Und wichtig ist natürlich, wie am Anfang des Videos gezeigt, Bremsflüssigkeitsbehälter prüfen, dass der nicht zu voll ist, bzw. aufmachen, weil wir drücken jetzt den Kolben rein und die Bremsflüssigkeit fließt natürlich in den Ausgleichsbehälter wieder zurück.
Das Ganze könnt ihr hier dann noch mit Drahtbürste schön sauber machen. Die neue Bremsscheibe drauf. So, die Schraube hier bekommt nicht mehr als 10 Newtonmeter. Könnt ihr aber auch normal festziehen mit Gefühl. Die Bremsscheibe wird hauptsächlich durch die Radbolzen gehalten. Dann können die Bremsgabel wieder drauf, wichtig, Bleche drauf. Das Ganze schön gefettet. Und die Schrauben für die Bremsgabel bekommen 65 Newtonmeter. Ich ziehe die nach Gefühl fest. Die Drehmomentschlüssel sind noch nicht da. Aber für euch wichtig, 65 Newtonmeter das Ganze. So, anschließend, wenn ihr die Bremsgabel drauf gemacht habt, dann passiert es immer, dass ein bisschen Fett übrig bleibt. Wichtig, das Ganze mit Bremsreiniger wegzumachen, damit das nicht auf den Belag kommt, denn das wäre nicht so gut. Jetzt ist es natürlich wichtig, wir müssen das Zahnrad wieder zurückdrehen. Wir drehen das jetzt so weit, dass die Bremse einmal komplett fest ist. So dass die einmal noch ein bisschen. So, und dann lösen wir das um 3 Zähne. So. Anschließend die neuen Klötze drauf. Darauf achten, dass der größere Klotz auf die Innenseite kommt, da wo der Kolben auch ist. Der hier hin. Eine Schraube ist neu mit dabei gewesen, wo auch noch neuer Loctite mit drauf ist, beziehungsweise Schraubensicherung. Zu empfehlen natürlich, alle Schrauben neu zu machen, aber ist meistens auch nicht immer möglich oder nötig. Und die Schrauben für den Bremssattel bekommen 35 Newtonmeter. So. Das Ganze einmal einklemmen. So.
Ja Leute, und so in etwa kann das Ganze aussehen, wenn man die Bremsen wechseln möchte. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten werden wir jetzt noch ein separates Video machen, wie man die Bremsen hinten im Service zurücksetzt mit Ottofix. Das wird ein separates Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.